Ja, Technologie ist der Themenführer unserer Zeit und unter den vielen Hypes, die ständig entstehen, ist jetzt Artificial Intelligence auf der einen Seite wirklich das populäre Thema, aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch aus gutem Grund so populär, weil in den letzten Jahren Entwicklungen gemacht wurden mit den lernfähigen, selbstlernenden Maschinen, die wirklich ein enormes Potenzial nicht nur versprechen, sondern jetzt schon an den Tag legen. Und das Interessante an Artificial Intelligence ist, dass es wirklich sowas wie eine Projektionsfläche für diese immer sehr ambivalente Beziehung Mensch und Technologie darstellt. Die Fragen, die wir da rein projizieren können, obwohl wir alle genau wissen, das wird noch Jahrzehnte dauern, bis es wirklich so weit ist, dass die Maschine vielleicht klüger ist, intelligenter als der Mensch. Aber die Fragen, die Ängste, die Hoffnungen, die wir da jetzt schon rein projizieren, das sind die essentiellen Fragen unserer Gesellschaft, unserer Zeit. Und ich glaube, über Artificial Intelligence jetzt nachzudenken, zu diskutieren, heißt letztlich auch über den Zustand unserer Hightech-Gesellschaft grosso modo, also en gros nachzudenken. Ja, wir haben ja ganz bewusst dieses AI mit dem anderen Ich übersetzt. Und ich glaube, das ist genau der Hinweis darauf, dass es uns um diese metaphysischen Fragen auch geht. Es geht darum, so eine Entwicklung wie die Artificial Intelligence, die lernfähigen Systeme, die autonomen, mobilen Roboter, also das ist ja ein ganzer Themenkomplex, der uns eigentlich umzingelt und der uns natürlich aus unterschiedlichen Richtungen jetzt Fragen zuwirft. Die Bälle, die wir aufnehmen wollen, und die wir auch zurückspielen wollen. Also es soll wirklich um einen Dialog gehen, der diese Frage, was bedeutet es für unser Selbstverständnis als Menschen, wie weit wollen wir gehen, wie berechtigt sind Ängste, Befürchtungen, die da sind, wie können wir konstruktiv damit umgehen. Also eigentlich wollen wir gar nicht so sehr über die Artificial Intelligence als Wissenschaft reden, sondern welche Dynamiken, welche Entwicklungen, welche Diskussionen werden dadurch entfacht, dass eine dermaßen spannende technologische Entwicklung plötzlich so im Zentrum des gesellschaftlichen Diskurses steht. Und das ist eben das andere Ich, ist eine Referenz auf natürlich diese Projektion, dass wir irgendwann einmal etwas, das wie wir Menschen sein kann, dass wir sowas erschaffen und damit natürlich auch sozusagen eine Dimension von Anderssein denken müssen, die für uns äußerst schwierig sein wird. Also so ein bisschen provokant stellen wir natürlich auch die Frage, wie wollen wir denn mit dieser komplett anderen Realität einer künstlichen Intelligenz ernsthaft umgehen, zusammenleben, wenn wir es nicht einmal schaffen, mit Menschen, die eine andere Hautfarbe oder andere Religion, einen anderen kulturellen Background haben, einigermaßen sozusagen würdevoll umzugehen und zusammenzuleben. Und ich glaube, das sind die spannenden Herausforderungen, die uns diese Technologie also auf der kulturellen, auf der gesellschaftlichen Dimension zuwirft. Und die sollen bei uns im Mittelpunkt stehen.